Herzlich willkommen. Wir sind hier am Faces Farbs Luxury Summit im Doldergans Zürich und meine nächste Gästin, das ist Rosalia Lucatina. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Kannst du dich schnell vorstellen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, was du genau machst? Ich bin Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie, bin in meiner eigenen Praxis in Zürich enge tätig und mache Schönheit. Das Thema Schönheit ist auch ein Luxus. Eben, wenn man an Luxus denkt, das ist eben nicht nur Handtaschen und schöne Uhren, sondern eben das Thema Schönheit. Ist das für dich auch ein persönlicher Luxus? Ich muss sagen, also es driftet so ein bisschen ab, also von dem Thema Schönheit, ich selber gehe auch da ein bisschen weg, es als Schönheit oder Beauty-Industrie zu bezeichnen, sondern eher als Health-Industrie. Es ist, sich wohlfühlen in seinem Körper und auch mit sich zufrieden zu sein, ist Gesundheit und mehr als nur Schönheit. Was ist das genau aus deinen Augen, wenn du sagst, eben, es ist so ein bisschen das Wohlfühlen? Siehst du das, dass sich das auch jetzt verändert hat und warum? Ich sehe es, dass die Menschen viel mehr bewusster sind, was ihren eigenen Körper betrifft, auch Ernährung, Fitness, und dazu gehört auch ästhetische Eingriffe. Also es ist einfach ein Well-Aging, Smart-Aging, die Schönheit zu erhalten und zu unterstreichen, aber nicht jetzt als, es gehört zur Pflege dazu. Was sagst du den Leuten, wenn sie also die Kundinnen und Kunden, die zu dir kommen, wenn sie in die Behandlung kommen, was ist das Erste, was du sie fragst? Das Erste, was ich frage, was gefällt Ihnen an Ihnen und was stört Sie an Ihnen? Was möchten Sie verbessern? Und das ist so der Gesprächseinstieg. Ich bin niemand, der ein Pointing macht und sagt, oft die Patienten, die kommen und die sagen, was würden Sie empfehlen? Dann sage ich, das ist der falsche Ansatz, weil ich kann Ihnen so viel empfehlen, aber es geht darum, was stört Sie und was möchten Sie verbessert haben oder was möchten Sie unterstrichen haben an Ihrer Schönheit, da setze ich an. Also es ist für mich ganz wichtig, dass es für einen persönlich, also dass es eine individualisierte, angepasste Behandlung ist und nicht was ich denke, dass für denjenigen gut geeignet ist. Natürlich, wenn es ein totaler Blödsinn ist, dann rate ich davon ab und empfehle oder zeige auf, was es noch für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, es ist für mich ganz wichtig, im Beratungsgespräch einfach diese Education zu machen und die Patienten zu belehren, was für Optionen und Möglichkeiten das es gibt und welche ist für mich persönlich die am maßgeschneidertsten und am besten zur Verfügung steht. Du sagst, du beratest sie auch. Gibt es denn etwas, wo du sagst, das mache ich persönlich nicht? Das ist nicht etwas, was ich möchte unterstützen? Ganz oft. Also es ist eine sehr trusted relationship. Also es gibt auch oft, wo ich sage, okay, der Patient hat Ansprüche, denen kann ich nicht gerecht werden und sage dann auch, wir finden nicht den richtigen Nenner gemeinsam und es ist besser, dass er sich vielleicht noch woanders beraten lässt oder sich eine andere Meinung einholt. Und Dinge, die vielleicht nur Trends sind und vorübergehend, aber mit einer großen operativen Sache verbunden sind, wie ganz der Trend, der vorher war mit dem Foxy Eyes oder Buccal Fat Removal. Das sind Eingriffe, wo ich sage, da muss es stimmen. Da muss man auch wirklich darüber aufklären, dass das vielleicht gerade ein Trend ist und die Konsequenzen hat man, aber die sind nicht ausbesserbar. Wenn man jetzt gerade von Trends redet, was ist denn aktuell vielleicht jetzt gerade so etwas, wo viele Leute machen? Es ist in der nicht-operativen Chirurgie ganz viel Biostimulation. Also man geht davon weg, überfüllte Gesichter zu haben und Filler nur als Fertigprodukt unter die Haut zu spritzen, sondern man möchte die Körperregeneration anregen. Es sind ganz viele Polynukleotide, bioregenerative Substanzen wie Eigenblut, die einfach dem Körper Nährstoffe geben, der Haut Nährstoffe geben und dafür halt die Produktion ankurbeln und nicht overdone aussehen lassen, sondern einfach well rested. In dem Fall tun Sie mit dem sehr viel gute Ergebnisse erzielen, oder? Ja, absolut. Der Trend geht zu Devices und zu Kombinationsbehandlungen. Also mir persönlich ist es ganz wichtig, wirklich auf denjenigen Konzepte zu entwickeln oder den Behandlungen anzubieten, die maßgeschneidert sind. Man kann nicht copy-pasten von einem auf den anderen. Jeder braucht was anderes. Wenn man jetzt eben gerade von Trend redet, also das ganze Biostimulation, das geht ja eigentlich eben genau weg vom Trend, weg vom vielleicht ein bisschen einheitlichen Schönheitsbild, wo man vielleicht eine Weile lang hatte.
Siehst du da auch ein bisschen eine Veränderung jetzt von der ganzen Industrie jetzt über die letzten, sagen wir, 10 Jahre? Ja, man forscht viel mehr, man ist sich viel bewusster, was kann man machen, welche Möglichkeiten gibt, und man kann aus einem viel größeren Topf schöpfen. Als man vor 25 Jahren mit Fillern angefangen hat, da gab es noch permanente Filler, die in die Lippen gespritzt wurden. Von dem geht man weg. Also man eduziert sich. Auch wir eduzieren uns und wissen, okay, mit was möchte ich arbeiten, was kann ich vertreten. Und das ist so der Trend, der auch gut ist. Und vielleicht eben auch, gleich wenn man sagen, das Schönheitsbild, oder früher war es vielleicht mehr so gewesen, aufgespritzte Lippen, eben Foxy Eyes, hast du vorher gesagt, wird man jetzt wieder so ein bisschen mehr individuell vielleicht in den Face Shapes, oder wie geht man davon? Es ist schon ein Trend zu verzeichnen, was positiv ist, weil man hatte diese ganzen Apps und Cover und jeder sah gleich aus und so virtualisiert und nicht real, und der Trend ist, gesunde Haut zu haben und wirklich auch ein Glow zu haben, ohne dass man künstlich und unnatürlich wirkt. Und das ist auch das Schönheitsideal im Wandel, würde ich sagen. Und vielleicht Schönheit ist ja kulturell bedingt auch unterschiedlich. Was Absolut. Beobachtest du da so für grobe Unterschiede? Ich habe ganz viele internationale Klientel, die zu mir kommt, und ich sage es immer zum Beispiel beim Botulinumtoxin, das ist so eine der häufigsten kleinen Behandlungen, die man macht, möchte man... Im Umgangssprach, oder? Genau, möchte man... Miami-Style im Sinne ganz platt und nichts bewegen können, oder möchte man doch so einen European-Style oder Zürich-Style, wo man das gar nicht merkt, wo man noch lachen kann und Falten hat und Bewegungsfalten hat, aber gut aussieht und die Haut gut aussieht. Geht das auch so ein bisschen in die Richtung so ein bisschen Silent Luxury, dass man sich das kann leisten, aber dann nicht zeigt, oder wie ist das? Bei uns eher weniger. Also bei uns ist es, die Klientel, die bei mir rein und raus geht, gibt's Frauen, wenn man sie sieht, würde man nie sagen, dass sie irgendwas gemacht haben, weil das einfach gut gemacht und schön aussieht. Aber in anderen Kulturkreisen, wenn man jetzt Dubai oder irgendwo hernimmt, die Leute wollen, dass man es auch sieht. Also solche Anforderungsprofile kann ich nicht bedienen, weil das nicht mein Vision of Beauty ist und es eben Trend Beauty ist, die nachher dann sehr schwierig wieder rückgängig zu machen ist. Jetzt, man hat, auch während Covid hat man gesehen, dass es einen Anstieg gegeben hat von vielen Eingriffen. Jetzt gerade so, man kann sich ja vorstellen, damals hat man ja viele Calls gehabt online, man hat sich auch selber viel in den Kameras gesehen. Dort hat ein bisschen die Industrie auch wieder ein bisschen Fahrt gewonnen. Hat sich dort dann auch vielleicht ein bisschen das Klientel geändert? Ja, es ist die Zugänglichkeit und dieses sich damit beschäftigen und auseinandersetzen hat sich ausgeweitet. Also es ist wirklich so zu einer Demokratisierung, wie wir es heute im Talk gehört haben, geworden. Es ist nicht mehr nur einen kleinen Kreis vorbehalten, was eigentlich gut ist, weil Gesundheit und Wohlbefinden betrifft uns alle und unabhängig von sozialen Schichten. Was man sieht, und das ist nicht nur der Zoom-Boom-Effekt, den es gab, da haben wir auch wissenschaftliche Artikel darüber verfasst, weil es wirklich, ja, bei den Calls schaut man immer auf sich selber und wenig in die Runde und sieht dann auch verzerrte eigentlich Bilder von sich. Und der Selfie-Trend natürlich. Da nimmt man Dinge wahr, die man sonst gar nicht so beobachtet hat vorher, weil man sich sonst ständig in den Spiegel hätte schauen müssen. Und so jetzt durch die Fotografie und durch die Smartphones ist schon ein Wandel, dass man viel bewusster und viel genauer auf seine Details schaut. Gerade wenn du das sagst, also Social Media hat vielleicht das auch ein bisschen verändert. Also man sieht ja ein bisschen den Trend, dass vielleicht der 12-Jährige jetzt schon eine Skincare-Routine hat. Mit 12 haben andere vielleicht zuerst mal Deo benutzt. Oder? Das hat sich sehr fest gewandelt. Ist das jetzt aber auch vielleicht etwas, wo dir vielleicht auch Sorgen macht? Das macht mir definitiv Sorgen. Ich glaube, dass man es schon aufklären muss und Grenzen aufzeigen muss und auch sagen, okay, eine gesunde junge Haut, die hat noch alles, die braucht kein Collagen-Supplement, weil da macht der Körper schon von alleine und deswegen hat man diese Strahlekraft. Oder dass man auch jetzt Eingriffe, Beauty-Eingriffe und Veränderungen macht in viel zu jungen Alter,
und schlechte Behandlungen. Das Problem bei der Jugend ist auch, dass sie sich gewisse Dinge vielleicht gar nicht leisten können, dann zu falschen Behandlern gehen und zu Leuten, die keine Expertise aufweisen. Man wird immer jemanden finden, der vielleicht das für einen macht, aber meine Aufgabe sehe ich als Fachärztin für plastische Chirurgie, da eine Awareness zu schaffen, dass man das nicht braucht. Auch mal zu sagen, das brauchst du gar nicht, das kommt erst in 10, 15 Jahren und lass das erstmal, weil dein Körper, der wird das schon richten. Klar, wenn es jetzt eine komplette Deformation der Nase ist und so weiter, dann kann ich es nachvollziehen, dass man auch im früheren Alter das macht, aber alles, was nicht medizinisch-ästhetisch indiziert ist, würde ich ablehnen. Gibt es vielleicht auch etwas, wo vielleicht auch ein Risiko ist, wenn man das zu früh macht? Das Risiko, also ich sage es immer auch bei jedem Beratungsgespräch, es ist ein Eingriff, egal ob es nur eine Unterspritzung ist, egal ob es eine operative, es ist eine Sache, die kann in die und in die Richtung gehen. In 90%, 95% läuft alles glatt und gut, aber es gibt immer ein Restrisiko, dass es eine Komplikation geben kann und man muss sich seiner Entscheidung bewusst sein. Und gerade bei operativen Sachen, da gibt es auch keinen Return to the back, weil das, was mal weggeschnitten ist, das ist dann weg. Man kann es schwer wiederherstellen, man kann, aber es ist nicht mehr das Gleiche, wie es gewesen ist. Also gerade in solchen Dingen muss man sich wirklich bewusst sein, welchen Prozess man sich unterzieht. Und auch eben bei Unterspritzungen, die ja im Trend sind, man weiß mittlerweile, okay, wie verhält sich so ein Material, wo geht es hin, aber es ist trotzdem nicht gezeigt, wie wird das in 40 Jahren unter meiner Haut aussehen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, einfach wissenschaftlich, medizinisch, ethisch voranzugehen und auch das Bewusstsein für die Patienten zu schaffen, dass sie es hinterfragen sollen, wo und was sie machen und wo sie sich behandeln lassen. Das ist mir persönlich so ein ganz wichtiges Anliegen, weil es ist nicht nur Ein-Minuten-Sache, go in, walk in. Vielleicht noch als allerletzte Frage, würde mich wundern, was ist für dich persönlich schön? Was findest du ästhetisch schön? Es gibt viele Dinge, die ästhetisch schön finde. Es gibt keine strikte Definition von Schönheit. Ich glaube, es ist immer ein Package aus, wie fühlt man sich, was hat man an, ist man mit sich selber mental and physical zufrieden und das strahlt dann auch die Schönheit aus und es gibt Dinge, die passen zu einem super und zum anderen passen sie gar nicht, obwohl sie von beiden gleich schön wahrgenommen werden. Also es ist so eine Border, wie definiert man Schönheit? Also klar, ich mag schöne Sachen, aber es gibt so viel individuelle Schönheit und das ist wichtig, die zu behalten. Also everybody's beautiful. Everybody is beautiful, but everybody is beautiful. Es gibt schon ein generelles Schönheitsmerkmal oder Schönheitsideal. Man weiß, was auch so die Norm ist, aber man muss vielleicht an holistischen Ansatz arbeiten und nicht nur pointing on schöne Haare oder schöne Lippen. Danke vielmals für den Einblick in deine Industrie. Merci vielmals, bist du da gewesen. Danke.